Hallo, heute zeige ich, wie ihr solche Heißklebeschablonen herstellen könnt. Diese brauche ich zum Beispiel zum Drucken mit der Gelplatte oder auch als Collageelement. Diese ist flexibel, auch schon ein bisschen gefärbt durch das Drucken und hält ziemlich lange. Jetzt zeige ich euch, wie wir sie herstellen. Ihr braucht Backpapier, ganz normales Backpapier aus der Küche und natürlich eine Heißklebepistole. Und diese braucht ein bisschen, um auf Temperatur zu kommen, und wenn es soweit ist, können wir gleich loslegen. Ihr könnt ein bisschen ausprobieren, wie viel Druck ihr auf die Pistole geben möchtet. Damit könnt ihr ein bisschen variieren, wie dick die Klebestreifen oder die Klebespuren werden, die ihr erzeugt. Aber ganz kontrollieren könnt ihr es nicht. Es ist auch viel Zufall. Probiert es einfach aus. Ich erzeuge jetzt mit den Spuren eine Art Geflecht, was in sich selbst auch einen Zusammenhang hat. Dabei entstehen ganz dünne Spuren und auch dickere Flecken, und das finde ich ist gerade das Interessante. Wenn ich mit meiner Spur zu Ende bin, dann falte ich das Papier oder ich lege ein zweites Backpapier drauf, das geht auch. Vorsicht, das ist noch sehr heiß. Am besten nicht mit den Fingern berühren, dort wo der Heißkleber darunter ist. Deswegen lege ich zusätzliches Papier drauf, um es dann, solange es noch heiß ist, flach zu streichen. Flache Schablonen lassen sich einfach besser drucken. Für die Malerei könnt ihr natürlich auch etwas erhabene Schablonen nehmen, wenn ihr diese als Collageelemente aufkleben möchtet. So, ich warte, bis es richtig trocken ist. Das dauert eine Weile. Und hier seht ihr, ja, ich kann es jetzt auch gut anfassen, ohne dass meine Hände sich verbrennen. Ich kippe das ein bisschen und pelle oder schäle das einfach so ein bisschen von der Oberfläche ab. Ganz vorsichtig, damit auch die feinen Linien nicht zerstört werden. Und ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Und schon ist meine erste Schablone fertig. Auf dem gleichen Backpapier starte ich jetzt meine zweite Schablone. Diesmal möchte ich eine Gitterstruktur haben. Dazu berührt meine Pistolenspitze das Blatt. So habe ich mehr Kontrolle über die Führung. Zumindest kann ich das jetzt bei der ersten Lage so machen. Bei der Kreuzlage muss ich es ein bisschen hochheben, sonst verschmiere ich die ersten Spuren wieder. Aber das werdet ihr einfach beim Probieren auch herausbekommen. Noch ein paar schräge Linien. Und ich denke, so ist meine Schablone fertig. Jetzt wieder falten. Achtung, nicht verbrennen. Ein Papier zum Schutz auflegen und drücken, damit es schön plan wird.
Ja, nach dem Abkühlen probieren wir einfach mal, ob es sich abschälen lässt. Und es ist ganz leicht. Unsere zweite Schablone ist fertig. Hier seht ihr nochmal ganz deutlich, dass auch so ganz feine Fäden zwischen den Spuren sind und die geben nachher auch beim Drucken nochmal besonders subtile Strukturen. So, ich reinige nochmal das Backpapier, das kann man einfach mehrfach verwenden und jetzt zeige ich euch, wie man eine begrenzte, geplante Form auch herstellen kann. In diesem Fall einfach ein Herz. Das zeichne ich einfach mit einem Fettstift hier auf dem Backpapier vor. Wachsmalstift, Fettstift. Das klappt ganz gut. Und dann beginnt ihr mit der Heißklebepistole. Wiederum könnt ihr da auch die Pistole auf dem Blatt auflegen. Ganz langsam und vorsichtig eine möglichst geschlossene Linie über diese Herzumrisslinie zu ziehen. Jetzt werde ich erst einmal diese Linie etwas abkühlen und etwas platt drücken, um später das Innere des Herzens noch weiter auszufüllen. So, das kann ich jetzt machen. Und ich führe jetzt die Pistole auch in Schwüngen, auch über die Grenzen teilweise des Herzens hinaus, damit ich besser diese Schwünge machen kann. Das, was dann später übersteht, kann ich mit einer Schere ganz einfach wieder abschneiden. So, das lässt sich jetzt wieder ablösen. Ihr seht das. Und hier könnt ihr die Linie noch erkennen, die ich vorher gemalt habe. Entlang dieser Linie könnt ihr mit einer Schere nun alles versäubern. Hier. Ja, an einer Stelle habe ich ein bisschen zu weit geschnitten. Das können wir nachher mit einem kleinen Klebepunkt nochmal zusammenfügen. Ihr seht, hier ist der kleine Riss und das mache ich einfach mit einem weiteren Heißklebepunkt. Schon hält es wieder zusammen. Fertig ist mein Herz. Hier nochmal alle Schablonen im Überblick. Und das ist zum Beispiel eine Postkarte, die ich mit einer dieser Schablonen gedruckt habe. Und wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Das verlinke ich euch jetzt hier am Ende dieses Films. Hier ist nochmal ein weiteres Beispiel und noch ein letztes Beispiel. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald!